Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Seit langem schon habe ich das Hultafors OK4 in Benutzung, aber ich habe es noch nie vorgestellt und das möchte ich jetzt nachholen. Viel Spaß! Das Hultafors OK4 ist mein Go-To-Werkzeug und ich meine wirklich Werkzeug, weil es gibt gute Messer, die möchte man vielleicht ein bisschen pfleglich behandeln und nur damit schnitzen oder kleine Sachen machen oder mal ein Essen zubereiten. Und es gibt Werkzeuge und mit Werkzeugen wird alles gemacht. Damit wird batont, werden Löcher gemacht, damit wird draufgeschlagen aufs Messer, das wird für alles benutzt als Hebel und so weiter. Und das ist mein OK4. Wie ihr sehen könnt, das ist ein kleines Ding, es ist nicht sehr groß, es hat nur eine 9 cm lange Klinge, aber ich bin der Überzeugung, dass für die meisten Sachen das hier ausreicht. Also mit den meisten Sachen meine ich alles, was man so bei Bushcraft anfangen möchte. Das ist hier so schwarz, mattiert, es ist ein Schutz für den Kohlenstoffstahl, um den ein bisschen zu schützen, weil auch hier Nässe, Säure und so weiter greifen die Klinge an und machen sie auf Dauer kaputt. Passt damit also auf jeden Fall trotzdem auf. Das hat eine flache Rückseite und die flache Rückseite ist gedacht, um damit den Feuerstahl anzureißen. Ich zeige euch das mal. Hier habe ich so einen Feuerstahl dabei und den kann man mit der Rückseite gut anreißen. Na, so. Geht wirklich wunderbar. Den Feuerstahl kann man hier praktischerweise direkt an der mitgelieferten Scheide anbringen. Man kann ihn hier reinstecken und mit einem Gummiband verschließen und damit ist er super schön daran befestigt. Gefällt mir. Die Scheide schließt außerordentlich gut. Also ihr kennt das vielleicht, es gibt Messer, die schließen gut, es gibt Messer, die passen nicht gut in ihre Scheide. Am besten ist natürlich so eine Kydex-Scheide, die ihr selber gebaut habt, die passt 100%. Lederscheiden sind auch schön und Plastikscheiden, naja, sind manchmal echt schlecht. Hier sind sie aber echt gut. Also wenn ihr das hier hört, das schließt richtig gut, richtig eng. Und das fällt auf keinen Fall raus. Das heißt, das Messer könnt ihr jetzt so wie es ist irgendwo dran befestigen und das klappt einfach nicht runter. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Also das Einzige, was sich vielleicht löst, ist der Feuerstahl, aber auch der ist gut befestigt, das heißt, es klappt schon. Gefällt mir gut. Das OK4 kommt mit einem Scandi-Schliff und ich habe die Erfahrung gemacht, den kann man wirklich gut nachschleifen und zwar mit fast allem, was ihr habt. Den könnt ihr mal über den Stein abziehen. Den könnt ihr mal mit so einem kleinen Messerschärfer, mit einem Schnellschärfer unterwegs machen. Der nimmt euch das nicht übel und auch lange Zeit habt ihr trotzdem Spaß daran. Das ist wirklich für mich mega gut. Interessant ist, der Griff ist nicht besonders groß und trotzdem, ihr seht es, ich habe große Hände, ich kann ihn super umgreifen. Ich habe damit keine Probleme. Der Griff ist gummiert und gibt dadurch wirklich guten Halt. Das rutscht euch nicht aus der Hand. Und es ist auch wirklich langlebig. Ich habe das jetzt ein Jahr ungefähr. Ich habe damit alles gemacht. Also wirklich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und er hat es mir nicht übel genommen. Also das Messer ist wirklich für mich absolut spitze. Ja, und am Hultafors vorne habt ihr hier ein Lineal, das sind 5 cm. Das kann man unterwegs manchmal gebrauchen, um da 5 cm abzumessen. Man braucht es nicht unbedingt, aber naja, ist nett. Mir gefällt auch das Design außerordentlich gut. Also für so ein ganz günstiges Messer, das liegt so im 20-Euro-Bereich, ist das wirklich ein feines Teil. Das Hultafors hat mich von Anfang an überzeugt und ich habe es auch seitdem immer dabei. Finde ich toll. Ja, die Scheide kommt hier mit einer Befestigung für den Gürtel. Hier ist auch wirklich viel Platz, das heißt, hier kann ein sehr, sehr großer Gürtel hinein. Könnt ihr hier sehen, passt gut. Das kann man auch abnehmen, das Band. Habe ich jetzt in meinem Fall nicht gemacht. Das heißt, man kann das hier auseinanderbauen und das Band abmontieren. Ich habe das Band aber dran gelassen, weil ich kann hier meinen Feuerstahl befestigen und das finde ich echt klasse. Also Feuerstahl immer dabei, beides von Hultafors und ja, das ist wirklich ein Match made in heaven. Passt einfach richtig gut zusammen. Ja, wie beschrieben, ne? Ich finde, das Hultafors ist einfach ein Teil, das nimmt euch nichts übel.
Das funktioniert immer weiter und es ist wirklich kräftig, ordentlich lang. Das macht übelst Spaß. Wenn ihr ein günstiges Messer sucht, es gibt von Mora günstige Messer, die auch echt gut sind und sehr beliebt. Und das Hultafors OK4. Das sind so die günstigsten Einsteigermesser und die halten, was sie versprechen. Ich persönlich empfehle euch das Hultafors, natürlich, weil ich hab's. Wenn es euch interessiert, wie immer gibt es einen Link unter meinem Video, wo ihr das kaufen könnt. Schaut es euch mal an, wenn ihr Bock habt und ja, viel Spaß damit. Ja, liebe Freunde, soweit von mir und meiner kurzen Vorstellung zum Hultafors. Gut, dass ich es nachgeholt habe, weil das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere echt Bock auf ein günstiges Messer. Ich empfehle es euch. Ich persönlich habe das sogar noch billiger bekommen. Auf Amazon war das gebraucht und wie neu für 10 Euro zu schießen. Und das ist wirklich unschlagbar. Also wenn ihr mal ein bisschen rumschaut, das gibt es so für 10 bis 20 Euro und damit kann man nichts falsch machen. Mit dem Hultafors kann man alles tun und das empfehle ich euch. Viel Spaß damit! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich immer richtig doll. Gebt mir auch gerne einen Kommentar. Ich antworte auch auf alle Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ja, wenn es euch gefallen hat und euch die Vorstellung gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne. Ich mache viele solche Videos. Folgt mir gerne. Ich verspreche euch, ich liefere weiter und bis bald. Euer Robert vom Rabenstein.